Willkommen hier zu The Walking Dead Survivors und zwar gucken wir uns in diesem Video Ezekiel an. Ezekiel ist der teuerste und der beste, der stärkste Survivor hier in diesem Spiel. Wir werden sehen, wie Ezekiel von Level 0 auf 120 hochgelevelt wird. Wir erfahren, was seine Fähigkeiten sind, wo ist er gut, was bringt er mit an positiven Effekten und wie teuer ist Ezekiel überhaupt. Bevor das Video startet, sagen wir erstmal Dankeschön an Fuchsalot für das Bereitstellen des Videomaterials. Und ich würde vorschlagen, wir legen auch gleich mal los. Und zwar, Ezekiel ist echt ein Kraftprotz. Ja? Ezekiel ist teuer und er hat auch Fähigkeiten, die richtig bombastisch sind. Ezekiel kann bis zum höchsten Level maximal 3250 Truppen mitnehmen, zusätzlich zu der normalen Marschkapazität. Und Ezekiel, ja, voll aufgepowert auf Level 120 bzw. auf Level 130, hat er einen Teamangriff, einen zusätzlichen Teamangriff von 33%. Ja? Die Teamverteidigung steigt auch auf 33% und die Kampfgeschwindigkeit erhöht sich auf 6. Ihr werdet in diesem Video sehen, wie Ezekiel, wie gesagt, auf Level 120 hochgelevelt wird. Aktuell in diesem Spiel geht es hoch bis Level 130. Ja? Und Ezekiel ist richtig teuer. Ezekiel kostet auf 8 Sterne 15.200 US-Dollar. Ja? Aktuell. Natürlich ist es von Land zu Land unterschiedlich. Bei mir hier in Deutschland kostet, wenn du Ezekiel einmalig kaufst, nicht 100 US-Dollar, sondern 119 Euro, also noch teurer. Ja? Auf 1 Stern musst du nochmal 500 Dollar draufpacken. Auf 2 Sterne sind das auch nochmal 1000 Dollar. Auf 3 Sterne 1500 Dollar. Auf 4 Sterne 2500 Dollar. Wenn du ihn auf 4 Sterne hast, willst du ihn auf 5 Sterne haben. Das kostet aktuell 4500 Dollar. Auf 6 Sterne nochmal 1100 Dollar. Und auf 7 Sterne, sage und schreibe, nochmal zusätzlich 2000 Dollar. Und wenn du ihn auf Level 130 bzw. 8 Sterne haben möchtest, kostet er aktuell 2000 Dollar. Ja? Bis vom Sterne-Level 7 auf 8. Okay, insgesamt kommen wir somit auf eine Gesamtsumme von 15.200 Dollar. Für ein Handyspiel ein richtig teurer Charakter. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Spiel kennt, wo es In-App-Käufe gibt oder einen Helden gibt, der ähnlich teuer ist oder sogar vielleicht noch teurer. Ja, das wissen wir nicht. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch mal an und schauen uns das Video an, wie Ezekiel aufgelevelt wird. So, wir sehen jetzt im Hintergrund, wie Ezekiel aufgelevelt wird. Und zwar von Level 1 bis auf Level 120. Und ja, bei jedem Klick geht natürlich ein bisschen Geld flöten. Naja, flöten nicht. Er hat Ezekiel, er hat den stärksten Survivor in diesem Spiel. Haben viele Spieler, ne, das sind die sogenannten Wale. Wale sind Spieler, die viel Geld in ein Spiel ausgeben und ja, sind dadurch richtig stark. Das heißt, Ezekiel ist ein beliebter Charakter oder ein beliebter Survivor in diesem Spiel unter den Walen. Und ja, wir gucken uns das Ganze mal im Hintergrund an. Ezekiel ist gerade auf Level 20 und die ganzen Kämpfer-XP, die darauf gehen und die ganzen Kämpfer-Orden. Ich glaube, von 0 auf 120 benötigt man so an die 15.000 bis 15.500 Kämpferorden und über 300 Millionen Kampf-XP. Ja? Gut, wer ein Wal ist, der braucht sich um die Ressourcen keine Sorgen machen. Auch nicht um die Ausrüstung. Ihr seht, Ezekiel hat hier jetzt gerade keine Ausrüstung an. Die werden wir zum Schluss sehen, wie er die angelegt hat. Und dann werden wir Ezekiels wahre Kampfkraft sehen, wie er voll aufgelevelt mit Ausrüstung, ja, was er da an Kampfkraft hat. Ja? Okay, wir sehen hier im Hintergrund, er ist jetzt bereits auf Level 45 und steigert sich jetzt auf Level 50. Und wie gesagt, jedes Level oder jeder Stern kostet richtig viel Geld. Ja? Okay, so, wir sind jetzt auf Level 60. Zack, dann geht's hoch. Das sind nochmal die Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten von Ezekiel, wie gesagt, die sind echt bombastisch. Ja? Weil er kann zusätzlich richtig viele Truppen ja, tragen. Die Marschkapazität erhöht sich auf über 3000. Angriff über 33%, ja, Verteidigung über 33%. Und das Wichtigste im Spiel ist sowieso die Geschwindigkeit. Ja? Gibt es auch als Hundeskills, ne, das Kampftempo oder allgemein das Tempo. Ezekiel hat auch Tempo, ne, oder die Kampfgeschwindigkeit und die erhöht sich hier auf den höchsten Level auf bis zu 6. Das ist echt enorm. So, Ezekiel ist jetzt auf Level 85 und jetzt auf Level 90. Dann gehen wir mal hoch ne? Auf Level 91, 94 und 95. So, nicht mehr viele Level und wir sind auf Level 120. So, Level 100.
Junge, Junge, das ist echt krass. Ne? Jetzt sind wir schon bei über Level 100. Level 105 und die Prozente steigen. Ja, und die Kampfkraft steigt. Das ist echt enorm. So, jetzt sind wir auf Level 110. Jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir auf Level 115. So, Level 115 ist erreicht. Jetzt geht's weiter und auf Level 120. So, das ist er. Ja, Ezekiel voll aufgelevelt auf Level 120. Und wie gesagt, jetzt legen wir mal die Ausrüstung an. Ne, das goldene Katana. Denn natürlich auch die Weste und ja, alles was dazugehört. Ne? Hier ist die Weste. Ja. Natürlich ist die Kampfausrüstung auch hochgelevelt. Aktuell bei der Season 6 ist es auf Level 30. Erhöht sich im weiteren Spielverlauf natürlich. Und ja, das war's. Ezekiel ist voll aufgepowert, hat eine Kampfkraft von 3,9 Millionen. Wie gesagt, er ist ein Survivor. Ja? Und ein Survivor mit knapp 4 Millionen Kampfkraft ist enorm. Ja? Wozu braucht man Ezekiel? Also garantiert nicht. Ja gut, ich sag mal, um sich mit den größeren Spielern zu messen. Ja? Okay, gut. Das war Ezekiel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen, ein Like oder wenn ihr noch nicht habt, den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, das Video war ja, aufschlussreich. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann. Euer Sultai.